Weißt du, was mich wirklich wütend macht? Millionen von Menschen essen täglich Vollkornbrot für ihre Gesundheit, während genau dieses Superfood ihr Magnesium raubt und sie in chronische Erschöpfung treibt. Die Phytinsäurefalle ist Big Foods genialster Betrug. Getreide kostet Cents, macht süchtig und blockiert die Nährstoffe aus deinen teuren Bio-Lebensmitteln. Nach über 20 Jahren dieser Lügen esse ich wieder natürlich. Mit 45 Jahren habe ich mehr Energie als mit 30 und dazu noch ein Sixpack. In diesem Video bekommst du meinen exakten 7-Tage-Nährstoffplan, der dich mit 100% aller essentiellen Vitamine und Mineralien versorgt. Ohne eine einzige Pille, nur mit wenigen strategischen Lebensmitteln. Hi, ich bin Arthur von Life Algorithm. Mit 45 Jahren bin ich fitter, als ich es mit 30 war. Mit nur 3 Stunden Training pro Woche, ohne teure Supplemente und 100% natürlich. Und wenn ich eines gelernt habe, dann das. Die meisten von uns sind chronisch müde, werden krank und lagern Fett ein. Nicht, weil ihnen der Wille fehlt, sondern weil sie Mythen glauben. Mythen, die uns von Experten seit Jahrzehnten erzählt werden. Heute zerlegen wir den größten Mythos von allen, die ausgewogene Ernährung. Wir machen heute den ultimativen Leitfaden zu allen essentiellen Nährstoffen, Makro und Mikro. Aber wir betrachten alles durch die Brille einer artgerechten, natürlichen Ernährung. Und ich zeige dir, warum das automatisch weniger Kohlenhydrate bedeutet. Die These ist radikal, aber logisch. Die meisten Zivilisationskrankheiten, von Haarausfall über Bluthochdruck bis hin zu Plaque in den Arterien, also Schlaganfall und Herzinfarkt, sind im Kern auf chronischen Nährstoffmangel zurückzuführen. Und dieser Mangel wird paradoxerweise durch die Lebensmittel verursacht, die als gesund gelten. Das hier ist die Gliederung für heute und ich habe sie strategisch aufgebaut. Erstens das Problem. Wir schauen uns an, welche Nährstoffräuber von Big Food wir sofort aus unserer Küche verbannen müssen. Zweitens die Basis. Wir klären das Fundament, die Makronährstoffe, Protein, Fett und Kohlenhydrate, im Kontext einer artgerechten Ernährung. Und drittens die Details. Wir tauchen tief ein in die wichtigsten Vitamine und Mineralien und wo du sie wirklich herbekommst. Und viertens die Lösung. Am Ende baue ich dir aus all dem einen kompletten, umsetzbaren Wochenplan, der dich mit 100% von allem versorgt, was du brauchst. Das Ziel ist, dass du am Ende dieses Videos mehr über Nährstoffe weißt als 99% der Bevölkerung und eine exakte Anleitung hast. Okay, lass uns starten. Bevor wir Nährstoffe hinzufügen, müssen wir verstehen, was sie uns raubt. Der größte Fehler ist, auf Details zu achten, aber das Offensichtliche zu ignorieren. Das Hauptproblem ist nicht, dass wir zu wenig essen. Das Hauptproblem ist das Insulinargument. Die meisten Menschen in der westlichen Welt essen konstant zu viele verarbeitete Kohlenhydrate. Wir reden über Brot, über Nudeln, über Müsli, über Zucker, über Säfte. Das sind alles leere Kalorien. Sie liefern Energie, aber null Nährstoffe. Schlimmer noch, sie sind sogar Nährstoffräuber. Dein Körper benötigt zum Beispiel Magnesium und B-Vitamine, um ein Molekül Glucose, also Zucker, zu verstoffwechseln. Wenn du Weißbrot isst, verbrauchst du mehr B-Vitamine, als dir das Brot liefert. Es ist netto also ein Verlust. Dazu kommt, die meisten von uns haben zu wenig Bewegung und zu wenig Muskeln. Unsere Glykogenspeicher, die Kohlenhydratspeicher in den Muskeln und der Leber, sind also winzig. Wenn diese kleinen Speicher voll sind, und das sind sie nach einer Mahlzeit, drückt das Insulin jeden weiteren Bissen Kohlenhydrate direkt ins Körperfett. Das ist das Hauptproblem. Energietoxität durch zu viele Kohlenhydrate. Aber jetzt kommt der Punkt, den die meisten übersehen. Das Zusatzproblem Antinährstoffe. Selbst wenn wir die leeren Kalorien weglassen und auf gesund umsteigen, lauern hier die Fallen. Das sind die Stoffe, die uns Big Food als gesund verkauft. Was, wenn ich dir sage, dass dein gesundes Vollkornbrot und deine gesunden Haferflocken aktiv die Aufnahme von Mineralien blockieren? Das Hauptproblem hier heißt Phytinsäure. Sie sitzt in der Schale von Getreide, Nüssen und Hülsenfrüchten. Phytinsäure ist ein sogenannter Chelatbildner. Sie bindet im Darm Mineralien wie Zink, Magnesium und Eisen an sich, welche du dringend für deine Gesundheit brauchst. Was nützt dir das beste Weidesteak, voll mit wertvollem Zink und Eisen, wenn du dazu ein gesundes Vollkornbrot isst, dessen Phytinsäure genau dieses Zink blockiert, das du gerade aufnehmen möchtest? Und dann haben wir Oxalsäure. Finden wir in Spinat, Mandeln, Rhabarber. Spinat ist berühmt für seinen angeblich hohen Calcium- und Eisengehalt. Die Wahrheit ist aber, die Oxalsäure im Spinat bindet das Calcium so stark, dass es für den Körper fast unmöglich ist, es aufzunehmen. Du nimmst quasi nichts davon auf. Das ist keine Theorie, das ist etablierte Biochemie. Antinährstoffe sind der natürliche Verteidigungsmechanismus der Pflanze, damit sie nicht gefressen wird. Das Dogma, Vollkorn ist gesund, ist eine der größten Lügen der Big Food-Industrie. Warum? Weil Getreide extrem billig in der Herstellung ist, eine gigantische Marge bringt und süchtig macht, wie ich auch in meinem Video über Brot erklärt habe. Die logische Konsequenz für uns, wenn wir Nährstoffe wirklich aufnehmen wollen, müssen wir diese Räuber drastisch reduzieren. Das ist der Grund, warum eine Ernährung mit weniger als 5% Kohlenhydraten die natürlichste Lösung für den modernen Menschen ist. Und mit modern, das klingt so positiv, meine ich den Menschen mit wenig Bewegung und dadurch wenig Muskeln. Und jetzt, wo wir die Räuber verbannt haben, lass uns schauen, womit wir die Speicher wirklich füllen. Zurück zum Fundament, den Makronährstoffen.
Okay, die Nährstoffräuber sind also raus. Woraus besteht jetzt unsere Basis? Aus 3 Makronährstoffen: Protein, Fett und Kohlenhydrat. Erstens Protein. Protein ist der Baustein des Lebens. Du brauchst es für Muskeln, für Hormone, für dein Immunsystem. In einer artgerechten Ernährung ist Protein der Anker. Es ist der Nährstoff, der am meisten sättigt. Ich persönlich messe gar nichts. Ich zähle keine Gramm pro Kilo Körpergewicht oder sonst was. Ich setze einfach auf qualitativ hochwertiges, tierisches Protein bei jeder Mahlzeit. Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte. Aber hier ist ein wichtiger Punkt, den viele falsch machen. Zu viel Protein ist auch nicht die Lösung. Besonders mageres Protein, wir reden über Hähnchenbrust ohne Haut, Magerquark oder zu mageres Fleisch. Wenn du zu viel Protein und zu wenig Fett isst, wandelt dein Körper dieses Protein in Glucose um. Das nennt sich Gluconeogenese. Das stoppt deine Fettverbrennung, lässt dein Insulin ansteigen und macht dich müde. Es geht also um die Balance. Hochwertiges Protein, aber immer in Kombination mit der richtigen Energiequelle. Zweitens, Fett. Und das ist der Partner, der vielen fehlt. Fett ist nicht der Feind, Fett ist deine primäre Energiequelle. Jahrzehntelang hat uns Big Media, finanziert von Big Food, erzählt, Fett würde uns fett machen und unsere Arterien verstopfen. Na, wie hat's euch geschmeckt? Voll fett, Mama. Stimmt doch gar nicht. Mama sagt, das ist gar nicht fett. Voll fett. Gar nicht fett. Doch. Gar nicht fett. Nein. Rama Creme Fin zum Kochen. Halb so viel Fett wie Sahne. Voll lecker. Aber bitte mit Rama. Das war eine Lüge, um uns fettarme, zuckerreiche Lebensmittel anzudrehen, die sich billig herstellen und teuer verkaufen lassen. Im Low-Carb-Kontext, also wenn das Insulin niedrig ist, weil wir die Kohlenhydrate aus Kapitel 1 entfernt haben, ist Fett dein bester Freund. Wir reden hier aber von hochwertigen, natürlichen Fetten. Weidebutter, Rindertalg, Olivenöl, Avocados, das Fett in Eigelb etc. Und nicht von Kartoffelchips, denn das ist das ungesunde Fett mit Kohlenhydraten noch kombiniert. Du brauchst dieses natürliche Fett für deine Hormone. Testosteron wird zum Beispiel aus Cholesterin gebaut. Und du brauchst Fett zwingend, um die fettlöslichen Vitamine A, D, E und K aufzunehmen, die wir gleich in Kapitel 3 besprechen. Der Mythos: gesättigtes Fett ist gefährlich, ist tot. Gesättigtes Fett in Kombination mit Zucker, das ist die Bombe. Wie auch in meinem Video zum Thema Arteriosklerose erklärt. Aber reines, natürliches, gesättigtes Fett im Low-Carb-Kontext ist völlig unproblematisch und lebensnotwendig. Ganz ehrlich, wenn du diesen Mythos, dass gesättigtes Fett der Feind ist, auch geglaubt hast und ich habe das 20 Jahre lang, dann gib dem Video jetzt gerne einen Daumen nach oben für dieses Umdenken. Kommen wir zu drittens, den Kohlenhydraten. Die halten wir, wie besprochen, unter 5% der Gesamtkalorienmenge. Das sind vielleicht 30 bis 50 Gramm am Tag oder etwas mehr, wenn du wirklich körperlich aktiv bist. Und damit entlarven wir den größten Mythos von allen. Du brauchst Kohlenhydrate für Energie, für den Sport, für deinen anstrengenden Job. Falsch. Das ist die größte Lüge von Big Food, um uns ihr billiges Getreide und ihre Zucker-Zwischenmahlzeiten zu verkaufen. Dein Körper hat 2 Treibstoffsysteme. Zucker ist der dreckige, ineffiziente Nottreibstoff. Fett ist der saubere und natürliche Treibstoff. Der beste Beweis? Ein Schotte namens Angus Barbiri. Er hat 1965 beschlossen zu fasten, weil er stark übergewichtig war. Und er hat 382 Tage lang nichts gegessen. 0. Kein einziges Gramm Kohlenhydrate. Er hat sich medizinisch überwacht und mit Vitaminen versorgt, ausschließlich von seinem eigenen Körperfett ernährt. Er hat über 125 Kilo abgenommen und war dabei voller Energie und hat normal seinen Alltag gelebt. Dein Körper hat einen Tank für Zehntausende, wenn nicht sogar Hunderttausende Kalorien in Form von Fett. Du musst ihm nur beibringen, diesen Tank anzuzapfen, indem du den ständigen Zuckernachschub stoppst. Ja, ein winziger Teil deines Körpers, wie rote Blutkörperchen und ein Teil deines Gehirns, braucht Glucose. Aber diese minimale Menge stellt dein Körper aus Protein selbst her. Das nennt sich, wie gesagt, Gluconeogenese. Du musst sie also nicht essen. Das Fundament ist also klar. Ausreichend hochwertiges Protein, immer kombiniert mit ausreichend gesundem Fett und minimale Kohlenhydrate. Wir haben also jetzt das Fundament. Jetzt kommen die Details, die Mikronährstoffe, also die Vitamine und die Mineralien. Wenn du die Räuber aus Kapitel 1 verbannt hast, ist die Hälfte der Mängel schon behoben. Aber bevor wir in die 5 größten Mängel eintauchen, muss ich eine unbequeme Wahrheit ansprechen. Es ist eine Tatsache, dass unsere modernen, industrialisierten Lebensmittel heute oft weniger Nährstoffe haben als noch vor 50 Jahren. Wir reden hier über ausgelockte Böden durch Monokulturen, wir reden über Turbowachstum bei Gemüse, wir reden über lange Transportwege und industrielle Tierhaltung, die auf Getreide basiert statt auf Gras. Das ist aber absolut kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, es ist ja eh alles egal. Das ist meistens nur eine bequeme Ausrede, um sich weiter mit Müll vollzustopfen. Ganz im Gegenteil. Es bedeutet nur, dass wir strategisch vorgehen müssen. Und die Strategie, die ich später in Kapitel 5 im Detail erkläre, ist immer dieselbe. Erstens, Ernährung aufräumen. Also die Nährstoffräuber raus
und die Nährstoffdichte rein. Zweitens, mit Blutproben messen, was uns fehlt. Und drittens, und nur dann, wenn wirklich etwas fehlt, gezielt ergänzen. Dazu kommen wir aber noch. Also, schauen wir uns die Mängel an, die trotz einer guten Ernährung am häufigsten auftreten. Erstens, fangen wir mit dem Mastermineral an, Magnesium. Du brauchst es für über 300 Prozesse im Körper. Für Schlaf, für Energie, für die Muskelentspannung. Das Problem? Unsere Böden sind leer und die Phytinsäure aus dem Getreide, die wir ja jetzt weglassen, raubt den Rest. Wo kriegen wir das Magnesium also her? Gute, nährstoffdichte Quellen sind hier Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Hanfsamen und dunkle Schokolade mit mindestens 85% Kakaoanteil. Als Ergänzung kann man auch auf ein gutes Mineralwasser achten. Ein Gerolsteiner hat zum Beispiel über 100 Milligramm pro Liter. Und zweitens, das nächste ist Vitamin D, das Sonnenhormon. Das Problem ist einfach, wir leben in Deutschland, von Oktober bis April ist der Sonnenwinkel zu flach. Die Sonne kommt selten zum Vorschein und wir sitzen hauptsächlich in geschlossenen Räumen. Dein Körper produziert dadurch kaum mehr Vitamin D3, deine Speicher laufen leer. Ich persönlich ergänze es im Winter auch, aber ich sehe das Thema differenziert und mit einer gewissen Skepsis. Es gibt Forscher, die die These aufstellen, dass ein niedriger D3-Spiegel gar nicht das Problem ist, sondern nur ein Messwert, ein Marker, der uns zeigt, dass wir einfach chronischen Sonnenmangel haben. Die erste und beste Lösung ist also nicht die Pille, sondern raus. Versuche, jeden einzelnen Sonnenstrahl mitzunehmen. Das klingt verrückt, aber hier bei uns am Niederrhein, wo die Sonne im Winter wirklich selten ist, setze ich mich manchmal mit nacktem Oberkörper und Klappstuhl in die Sonne, wenn sie sich mal blicken lässt. Als Quelle für Vitamin D3 aus der Nahrung bleibt uns sonst fast nur fetter Fisch wie Lachs oder Hering oder Makrele. Aber das reicht im Winter meist nicht aus, um die Speicher wirklich zu füllen. Und drittens, und das bringt uns direkt zum Vitamin D3-Partner, Vitamin K2. Du kannst so viel Vitamin D3 nehmen, wie du willst. Wenn K2 fehlt, kann es sogar schaden. Warum? Vitamin D holt das Kalzium ins Blut. Aber K2 ist der Verkehrspolizist, der das Kalzium packt und sagt, du kommst in den Knochen, nicht in die Arterie. Das Problem? K2 gibt es fast nur in tierischen Produkten aus artgerechter Weidehaltung, nicht im Industrieei. Gute Quellen für K2 sind Weideeigelb, Weidebutter und zum Beispiel auch Leber. Vor ein paar Wochen hatten wir keine Eier von unserem Nachbarn mehr und haben ausnahmsweise Eier im Supermarkt gekauft. Hier siehst du den Unterschied auf meinem eigenen Teller bzw. Brettchen. 2 Eier vom Nachbarn und 1 Ei aus dem Supermarkt. Kommen wir zu viertens, Vitamin B12. Dein Energievitamin für Nerven und Blut. Das Problem? B12 wird von Bakterien produziert. Es gibt es in keiner bioverfügbaren Form in Pflanzen. Null. Veganer müssen es ergänzen, sonst riskieren sie irreversible Nervenschäden. Beste Quellen sind hier Muscheln, Austern, Leber und Rindfleisch. Und als fünftes Zink. Zink ist essentiell für dein Immunsystem und die Hormonproduktion. Das Problem hast du schon in Kapitel 1 gelernt. Es wird massiv durch die Phytinsäure in Getreide blockiert. Die besten Quellen? Austern sind die absolute Zinkbombe, ansonsten Rindfleisch und Schalentiere. Du siehst ein klares Muster, oder? Das Zauberwort, das alles verbindet, heißt Bioverfügbarkeit. Es geht nicht darum, was auf dem verdammten Etikett steht, es geht darum, was dein Körper am Ende wirklich aufnimmt. Das beste Beispiel ist hier Eisen. Du kannst pflanzliches Nicht-Helmeisen aus Spinat oder Linsen essen. Davon nimmst du vielleicht 1-5% auf. Und wenn du dazu noch Kaffee trinkst, Tannine oder Vollkornbrot isst, Phytate, sinkt die Aufnahme gegen 0. Oder du isst tierisches Helmeisen aus einem Stück Leber oder Steak. Davon nimmst du 20-30% auf, weil Fleisch diese Antinährstoffe gar nicht enthält und der Aufnahmeweg ein anderer ist. Das ist hocheffizient, solange du nicht wieder das Vollkornbrot daneben legst. Tierische Nährstoffe sind pflanzlichen in der Bioverfügbarkeit fast immer überlegen. Und das gilt auch für Cholesterin. Leber und Eigelb sind voll davon. Und das ist auch gut so. Cholesterin ist der Baustein für deine Hormone. Die Angst vor Cholesterin ist, wie in meinem Video zum Thema Cholesterin-Mythos erklärt, völlig unbegründet und basiert auf veralteter Wissenschaft. Es gibt einen Grund, warum Experten wie Dr. Paul Saladino zum Beispiel Folgendes über die Leber sagen. They go for the liver first, they eat the organs. Also, there are unique nutrients found in organs that are difficult to obtain in muscle meat and that are often not even found in plants at all. Liver is the organ that most people start with. You don't need much, even half an ounce a day, a few ounces a week. But if you include liver in your diet, even a little bit per day, you're going to have a much easier time getting a ton of unique things that are probably only found in organs, like growth factors and peptides, which we're just now beginning to understand the value of. So getting organs, whether it's heart or liver, those are the two I would start with. Und jetzt bündeln wir all das, die verbannten Räuber, die Makrobasis und die Mikrodetails, in den ultimativen, umsetzbaren Wochenplan. Jetzt kommen wir zum großen Finale, dem Wochenplan. So sieht eine Woche aus, die dich mit 100% aller Makro- und Mikronährstoffe versorgt, ohne die ganzen Räuber. Das ist keine Theorie, das ist meine Praxis. Diese Lebensmittel empfehle ich als tägliche Nahrung. 2 bis 3 Weideeier, die decken B12, K2 und Cholin ab.
dann 20 bis 30 Gramm Weidebutter, die deckt Vitamin A und K2 ab, eine Portion Hartkäse oder Schnittkäse, das ist eine gute Kalziumquelle. Dann eine Handvoll Kürbiskerne oder Hanfsamen, das sind wirklich Top-Magnesiumquellen. Dann nicht stärkehaltiges Gemüse, Brokkoli, Blumenkohl, Grünkohl, aber immer gedämpft und immer mit Fett, Butter oder Olivenöl zum Beispiel, um die Vitamine wie zum Beispiel K1 aufzunehmen. Optional oder alternativ auch eine halbe Avocado, die deckt Kalium, ein Esslöffel Tomatenmark, auch als Kaliumquelle, oder gutes Mineralwasser für extra Magnesium und Calcium. Hier die Empfehlung für 3 bis 4 Mal pro Woche, die Omega-3 und Vitamin-D-Quellen. Fetter Fisch, am besten als Wildfang, also Forelle, Hering, Makrele, Lachs. Deckt Vitamin D, Omega-3, B12 und Selen. Hier die Empfehlung für 2 bis 3 Mal pro Woche, die Basis. Rindfleisch, zum Beispiel Hackfleisch, Gulasch oder günstigere Bratenstücke. Deckt Zink, Eisen, B12 und Protein. Weidehaltung ist ideal, aber einfaches Rinderhack ist immer noch nährstoffreicher als jedes Getreideprodukt. 1 bis 2 Mal pro Woche die Kraftpakete. Leber von Rind oder Lamm. Hier reichen wirklich 50 oder 100 Gramm. Die decken Vitamin A, B12, Kupfer, Folat, mehr als jedes Gemüse. Dann noch zum Beispiel Austern oder Muscheln. Die decken Zink, Kupfer und B12. Das war es. Simpel und nährstoffdicht. Wie sieht das Ganze als Mahlzeit aus? Hier ein Beispiel Mittagessen. Eine große Portion meiner Keto-Hackfleisch-Weißkohlpfanne. Die ist voll mit Rinderhack, Weißkohl, liefert massiv Nährstoffe und Energie. Das Rezept dazu findest du kostenlos auf meiner Webseite lifealgorithm.de. Abgedeckt werden hier Zink, Helmeisen, B-Vitamine, Vitamin C, K1, wirklich perfekt. Hier noch ein Beispiel fürs Abendessen. 250 Gramm Steak aus Weidehaltung im Idealfall. Dazu 100 Gramm Grünkohl mit Talg oder Olivenöl und 2 bis 3 Spiegeleier. Abgedeckt werden hier Zink, Helmeisen, Protein, Vitamin A, K2, Cholin und Folat. Das sind nur 2 schnelle Beispiele. Wenn du mehr Inspiration und konkrete Anleitungen brauchst, ich habe über 20 dieser nährstoffdichten Rezepte von Keto Chili con Carne über Gulasch bis zu Brownies auch auf meiner Webseite verlinkt. Schau da unbedingt mal rein. Falls du jemanden kennst, der sich ketogen oder Low Carb ernährt, aber ständig müde ist oder Haarausfall hat, teile dieses Video und diesen Plan mit ihm oder ihr. Der Grund ist fast immer ein Nährstoffmangel, weil die Mikronährstoffe fehlen. Ich weiß, Weidefleisch und Leber sind nicht immer leicht zu finden. Wenn du dich fragst, wo man heutzutage noch gutes Fleisch aus artgerechter Haltung bekommt, schau mal bei tellermitte.de vorbei. Tellermitte kann ich aus eigener Erfahrung empfehlen, da ich selbst dort Kunde bin. Und falls du noch tiefer in die Wissenschaft der artgerechten Ernährung einsteigen möchtest, empfehle ich dir das Buch The Carnivore Code von Dr. Paul Saladino. Dieses und andere Bücher zu gesunder Ernährung findest du auch auf lifealgorithm.de unter Top 3 Produkte, Wissen und Bildung, Bücher Gesundheit, Ernährung. Okay, wir haben den Plan. 90% der Arbeit ist getan. Jetzt kommt der letzte Schritt, der Feinschliff. Die Strategie, die ich am Anfang versprochen habe. 1. Echte Lebensmittel zuerst. 2. Blutwerte bestimmen lassen. 3. Ergänzen, falls wirklich noch nötig. Wir verlassen uns aber nicht auf Pillen. Wir nutzen den Plan aus Kapitel 4. Aber wir leben in einer modernen Welt mit ausgeloggten Böden und wenig Sonne bzw. viel Zeit in Räumen. Deshalb ist der zweite Schritt der wichtigste, den fast alle vergessen. Messen. Das folgende ist nur ein kleiner Auszug der Werte, die in Deutschland oft mangelhaft sind. Erstens Vitamin D. Wie ist dein D-Spiegel nach dem Sommer? Zweitens Magnesium im Vollblut. Wichtig, im Vollblut messen, nicht im Serum. Drittens Zink. Ebenfalls ein häufiger Mangel, besonders bei Getreidekonsum. Viertens der Omega-3-Index. Wie ist dein Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3? Fünftens Ferritin, dein Eisenspeicher. Wichtig, nicht nur das Eisen im Serum. Sechstens Vitamin B12, der aktive Wert, besonders wichtig bei pflanzlicher Ernährung. Wichtiger Hinweis, das ist jetzt wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Wie du das genau machst, welche Werte wirklich essentiell sind, was die Optimalwerte, nicht die Referenzwerte sind und wie du sie beim Arzt anforderst, erkläre ich in meinem Video über Blutwerte. Wenn du deine Werte hast, dann und nur dann füllst du gezielt auf. Was sind die Basisergänzungen, die fast jeder braucht? Erstens Vitamin D3 im Winter. Fast jeder in Deutschland hat einen Mangel. 2.000 bis 5.000 Einheiten täglich oder sogar mehr. Zweitens Vitamin K2, der Partner zu Vitamin D3. Immer zusammennehmen, 100 bis 200 Mikrogramm. Drittens Magnesium, zum Beispiel Magnesium-Bisglycinat, 300 bis 400 Milligramm am Abend. Hilft beim Schlaf und füllt, was die Böden nicht mehr hergeben. Und viertens Omega-3. Wenn du nicht 3 bis 4 Mal pro Woche fetten Fisch isst, ist das Pflicht. Das war's. Kein Multivitaminschrott. Der Mythos, ich nehme ein Multivitamin, ich bin versorgt. Das ist der teuerste Urin der Welt. Diese synthetischen, isolierten Nährstoffe sind fast wirkungslos.
Big Pharma profitiert davon, dass wir glauben, eine Pille löse das Ernährungsproblem. Sie können durch eine schlaue Auswahl und Kombination ganz viele Nährstoffmangel ausgleichen und brauchen auch keine Nahrungsergänzungsmittel. Ich sage ja auch immer, 90% ist durch die Ernährung machbar. Und ich weiß, das gefällt jetzt keinem Supplement-Hersteller oder Verkäufer, aber lieber kaufen Sie gesunde, gute Lebensmittel mit guter Qualität, als Pillenherstellern das Geld in den Rachen zu schmeißen. Echte Nährstoffe kommen aus echten Lebensmitteln. Punkt. Dennoch gibt es wenige Supplemente, die wirklich sinnvoll sein können, wie gerade erklärt. Und weil die Qualität bei Ergänzungsmitteln entscheidend ist, meine persönlichen Empfehlungen für D3, K2 und Magnesium findest du ebenfalls auf meiner Produktempfehlungswebseite unter lifealgorithm.de, Top 3 Produkte, Supplemente. Fassen wir die wichtigsten Punkte aus diesem Video noch einmal zusammen. Erstens, die meisten Kohlenhydrate, Vollkorn, Zucker sind Nährstoffräuber. Sie blockieren durch Antinährstoffe wie Phytinsäure aktive Mineralien wie Zink und Magnesium. Zweitens, echte Nährstoffdichte und Bioverfügbarkeit findest du in tierischen Quellen. Leber für Vitamin A, Austern für Zink, fetter Fisch für Vitamin D. Und drittens, die Strategie ist entscheidend. Echte Lebensmittel zuerst, mit dem Wochenplan. Dann messen, also die Blutwerte checken lassen. Dann gezielt ergänzen, falls wirklich noch notwendig. Das ist die Strategie, auf die es wirklich ankommt. Wenn dir dieser evidenzbasierte Ansatz gefallen hat, dann abonniere jetzt kostenlos den Kanal. Unglaublich, aber über 70% der Zuschauer hier haben immer noch nicht abonniert. Wenn du hier regelmäßig zuschaust, aber nicht abonniert hast, klicke auf die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Es kostet dich nichts und hilft dem Kanal und vielen Menschen enorm, gegen die Mythen von Big Food und Big Pharma anzukommen. Welches Thema wir nächste Woche zerlegen, ist noch nicht ganz raus. Wir stimmen darüber gerade in unserem Telegram-Kanal ab. Wenn du den Kanal aktiv mitgestalten möchtest, komm rüber in die Telegram-Community. Und da du bis zum Ende dran geblieben bist, hier noch ein Bonus. Für die Übersichtlichkeit, in der Videobeschreibung findest du einen Wochenplan als PDF zum Herunterladen. Danke fürs Zuschauen und deine Unterstützung. Bleib gesund, bleib kritisch und denk dran. Disziplin ist die Brücke zwischen Zielen und deren Verwirklichung. Jim Rohn. In diesem Sinne, Peace out.